Herzlich willkommen, mein Name ist Kathi Fischer und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie auf der Virtual Venue an einer Sitzung teilnehmen. Wie gelange ich zur Session meiner Wahl? Nachdem Sie sich eingeloggt haben, betreten Sie über den Menüpunkt Sessions das Konferenzprogramm. In einem vorhergehenden Video haben wir Ihnen gezeigt, dass Sie sich zwischen der Listenansicht und dem Zeitplan navigieren können. Klicken Sie nun auf die Session, für welche Sie sich interessieren. In einem Overlay bekommen Sie die ersten übersichtlichen Informationen. Natürlich, welche Beiträge sind in der Session vorhanden, in welcher Uhrzeit laufen diese ab und wer ist der Sprecher, der Vortragende für diesen Beitrag. Möchten Sie nun an der Session teilnehmen, dann bestätigen Sie dies per Klick auf Zur Session. Ich habe hier ein Beispiel ausgewählt. Ein Livestreaming-Format hat eher einen passiven Charakter. Vergleichbar mit einer Fernsehsendung können Sie hier den Inhalten der Veranstaltung live folgen und Fragen im Chat stellen. Als weiteres Streaming-Format werden beispielsweise auch vorproduzierte Inhalte, sogenannte Videos on Demand oder VOD, genutzt. Das wird beispielsweise vor allem Dingen dann eingesetzt, wenn ein Speaker verhindert ist zum Termin seines Beitrages oder in einer anderen Zeitzone lebt. Inhalte können so vorproduziert werden und dann zum Termin auf der Virtual Venue live abgespielt werden. Ein weiterer Anwendungsfall für die Videos on Demand ist die Bereitstellung der Inhalte im Nachgang. Gehört es also zum Veranstaltungskonzept, alles im Nachgang vorzuhalten, so werden Live-Inhalte mitgeschnitten, aufbereitet und auf der Virtual Venue zur Verfügung gestellt. Alle Teilnehmenden können so auf die Inhalte zugreifen, solange die virtuelle Plattform online ist. Dies stellt einen enormen Vorteil virtueller Veranstaltungen dar. Schauen wir uns nun ein eher aktives Format an, die Big Blue Button Sessions, auch BBB genannt. Auch hier starten wir mit dem kleinen Overlay der Übersicht zur Session. Und Sie sehen schon, hier habe ich kein Streaming-Fenster, sondern einen kleinen Button, dem Video-Meeting beitreten. Und genau das ist es. Ich kann hier mit Ton und Kamera beitreten und der Runde folgen. Ich kann Fragen beantworten, live mitdiskutieren, meine Mitdiskutanten sehen und auch den Bildschirm teilen. Welche Möglichkeiten habe ich nun während einer Session? Schauen wir uns das an diesem Beispiel an. Auf der Session-Ebene kann ich natürlich dem Chat folgen, ich kann selber Begrüßungen, Fragen stellen. Ich sehe, wer neben mir anwesend ist in dieser Runde und auf Talk-Ebene kann ich alle Talks einzeln anwählen. Hier ist das Besondere, dass zu jedem Beitrag Fragen und Antworten gehören. Diese Fragen und Antworten bleiben auf der Virtual Venue bestehen, auch wenn der Durchführungstermin der Veranstaltung vorbei ist. Sind Sie also eventuell selbst als Sprecher für einen Beitrag auf der Virtual Venue unterwegs, so schauen Sie gern von Zeit zu Zeit rein, ob es vielleicht neue Fragen zu Ihrem Beitrag gibt und beantworten Sie diese gern. Neben der Möglichkeit, hier Fragen abzubilden, kann ein Voting, ein Rating für alle Beiträge vorgenommen werden auf einer Sterneskala von 1 bis 5. Dazu haben Sie auch die Möglichkeit, einen kleinen Text zu hinterlassen. Warum kann ich eventuell nicht an einer Session teilnehmen? Die Sessions, die mit einer Zugangsbeschränkung belegt sind, werden hier im Überblick zum Programm bereits mit dem kleinen Schloss-Icon angezeigt. Ich gelange natürlich in den Overview, kann sehen, was in dieser Sitzung läuft. Sobald ich aber versuche, diese Sitzung zu betreten, erscheint die blaue Box mit dem Hinweis, dass mir die Berechtigung fehlt.
In einem solchen Fall hat sich der Veranstalter dazu entschieden, bestimmte Inhalte nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese auch gebucht wurden. Bestimmte Workshops, bestimmte Seminare etc. Sofern die Teilnehmeranmeldung noch geöffnet ist, könnten Sie zur Teilnehmeranmeldung gehen, diesen Buchungsstein nachbuchen und dann direkt auf der Virtual Venue teilnehmen. Nachdem Sie jetzt mit allen wichtigen Informationen zur Teilnahme an einer Sitzung ausgestattet sind, wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Stöbern im Programm und natürlich bei Ihrer nächsten Sitzungsteilnahme. Bleiben Sie gern dran, wenn Sie weitere Funktionen auf der Virtual Venue kennenlernen wollen. In unserem nächsten Video geht es um die Posterausstellung und wenn Sie keines unserer Videos verpassen wollen, abonnieren Sie gern unseren Kanal. Alles Gute und bis demnächst!